Mit grossen Plänen bin ich auf den Weissenstein. Mein Cockpit habe ich aber daheim liegen. Dann habe ich halt mal einen Streckenflug ohne Varioton probiert. Und das war viel interessanter, als ich erwartet hätte. Let's go! Salut zusammen, da bin ich wieder. Und ich fange gerade mal mit einer Frage an. Wann bist du das letzte Mal ohne Varioton Thermik geflogen? Und warum? Schreib das doch gerade mal in die Kommentare. Es würde mich echt noch wundern. Und mach das gerade jetzt, bevor du das Video weiter schaust. Also ich habe darum festgestellt, dass ich das letzte Mal mit dem Schuhschirm gemacht habe. Eine gefühlte Ewigkeit her. Aber jetzt habe ich eben in der Weissenstein-Seilbahn festgestellt, dass ich mein Cockpit vergessen habe. Shit. Zuerst hat es mich mal hure angeschissen, aber dann ist so ein Gedanke gekommen, vielleicht ist das ja noch eine gute Übung. Aber Streckenflüge im Jura komplett ohne Elektronik wäre eine ganz dumme Idee. Warum? Lufträume. Wenn du mehr als 20 km weit fliegen willst, dann kannst du das nicht mehr im Griff haben. Aber zum Glück hatte ich noch ein Handy und ein Stückchen Velcro, das ich drankleben konnte. So konnte ich jetzt das Handy dort draufklettern, wo sonst das Cockpitbrett herkommt. Dann noch kurz die XC-Track-App einrichten und ich bin startklar. Der Wind und das Wolkenbild haben bereits perfekt ausgesehen, also nichts wie los. Jetzt hatte ich aber keine Ahnung, ob ich gerade direkt absaufen oder ob es einigermaßen geht. Ein bisschen nervös war ich einmal. Im ersten Moment war es gerade mal die komplette Überforderung. Ich bin mir plötzlich so hilflos vorgekommen. Irgendetwas hat einfach gefehlt. Ich habe dann ständig auf das Handy-Display geschaut, ob ich steige. Das war aber so ein bisschen problematisch, weil das Display in einem Winkel montiert war, wo man es fast nicht ablesen konnte. Ich musste mich für das Gängchen verrenken und habe mich derweil dafür aber nicht mehr so recht auf das Fliegen konzentrieren. Und dann bin ich noch nicht mal sicher, ob die Daten überhaupt stimmen. Es ist ja nur ein Handysensor. Es sind zwar alle anderen besser gestiegen als ich, aber irgendwie bin ich dann gleich raufgekommen. Und dann ist plötzlich etwas passiert. Ich habe plötzlich die Ruhe wahrgenommen. Langsam habe ich mich entspannt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich viel mehr Bewegungen vom Schirm wahrnehme. Ich habe plötzlich Nuancen in den Windgeräuschen wahrgenommen, die ich sonst nie bemerkt habe. Als ich plötzlich mal in der Thermik keinen Piepston hatte, habe ich in allen anderen Inputs viel mehr Nuancen wahrgenommen. Und das hat mich richtig beeindruckt. Die Präzision, wie ich spüre, was der Schirm macht. So viele verschiedene Nuancen von Windgeräuschen. Orte, wo man den Wind spüren kann. Ich war überwältigt. Aber ja, ich konnte natürlich trotzdem nicht plötzlich super Thermik fliegen. Es sind noch alle anderen besser gestiegen. Ich war mit diesen vielen Informationen zuerst mal völlig überfordert. Und aus dem kann man ja noch nicht das aktuelle integrierte Steigen lesen. Mein ursprünglicher Plan wäre zuerst mal ganz in Norden raufzufliegen, an die Kette nördlich von Delémont. Aber zuerst musste ich mal noch ein bisschen Sicherheit gewinnen, dass ich auch ohne mein normales Cockpit fliegen kann. Und da war es halt von Vorteil, möglichst viele andere Schirme um mich herum zu haben. Also bin ich einfach mal an der ersten Kette Richtung Westen geflogen. Allerdings hatte ich das Problem, dass ich die Thermikschläuche auf halber Höhe verloren habe. Zum Nachzentrieren, wenn man nicht mehr so nah am Gelände ist der Varioton eben schon noch keine Begebung. Also bin ich mal im Tiefflug zum Gränchenberg hingern. Weil das Thermikzentrieren irgendwie nicht so recht wollte, habe ich es hier halt mal mit Soaring probiert. Ist noch schön gewesen, aber funktioniert hat es nicht so wirklich. Hier musste ich jetzt aber mal wirklich Höhe machen. Ich war gerade am Gränchenberg, geradeaus würde jetzt so ein Tal ohne Zivilisation kommen, wo Absaufen eigentlich keine Option ist. Stattdessen bin ich aber immer wieder tiefer gesunken und habe mir schon langsam Sorgen gemacht, dass ich nächstens am Boden stehe. An dieser Kante hier habe ich aber dann endlich mal einen gescheiten Schlauch verwünscht. Aber auch hier habe ich ihn auf halber Höhe wieder verloren. Das Mal hat aber der mit der neuen Suche ein bisschen besser geklappt. Und dann habe ich gesehen, dass die hinteren Ketten von der Woche tatsächlich viel besser aussehen. Das hat mir Hoffnung gemacht, dass das Thermikzentrieren dort hinten besser geht.
Und als er den anderen Schirm genau das hat gemacht, war für mich der Fall auch klar gewesen. Aber zuerst musste ich mal noch an die Basis raufkommen. So ganz auf ist es nicht, aber ich war mal über die Kretenhöhe und da vorne hatte es so ein schönes Wölkchen. Tatsächlich konnte ich dort ein paar wertvolle Meter noch machen. Dann bin ich an den Hügel oberhalb von Guchen gekommen. An dem habe ich mich schon ein paar Mal gerettet. Es ist dort zwar häufig ein bisschen turbulent, funktioniert aber meistens. Das Mal musste ich zwar zuerst ein bisschen suchen, bis ich ein anständiges Steigen hatte, dann ist es aber tiptop an die Basis rauf. So langsam hatte ich jetzt die Sicherheit, dass ich auch ohne Varioton einigermaßen fliegen kann. Von dem her musste ich jetzt mal überlegen, wo ich überhaupt her will. Mein ursprünglicher Plan war ja schon, im Norden durchzugehen. Ich hatte zwar ein bisschen eine andere Route geplant, aber Hauptsache Norden. Also habe ich mir mal vorgenommen, möglichst an die Kette nördlich von Delémont zu kommen. Eigentlich hätte ich dann diagonal einen Chasseral führen wollen, aber diese Entscheidung ist noch nicht gerade angestanden. Jetzt wollte ich zuerst mal am Ausläufer von Moron noch ein bisschen Höhe mitnehmen, dann links an Moutier vorbei und nördlich davon am Montagne de Moutier wieder aufdrehen. Der Ausläufer von Moron hat aber nur gut ausgesehen, irgendwie habe ich dort keinen Steiger gefunden. Ich war aber noch genug hoch, um mal weitergeflogen. Am Montagne de Moutier sind mir den 2 Schirmen entgegengekommen, so konnte ich dann mit denen zusammen aufdrehen. Die haben sich dann jemand gefragt, warum ich dermassen schlecht steige. Und mir hat es langsam nerven. Ich bin dann zwar auch an die Basis raufgekommen, habe aber dann mal etwas ausprobieren. Im XC-Track kann man nämlich auch einen Varioton aktivieren und das habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das nicht von Anfang an gerade gemacht habe. Aus 2 Gründen. Erstens habe ich dem Sensor nicht getraut, dass er einigermaßen sinnvoll funktioniert und ein Vario, das falsch piepst, ist vermutlich schlimmer als gar keins. Es hat mir aber bis jetzt gedacht, die Steigwerte, die es anzeigt, sind einigermaßen sinnvoll. Und zweitens wollte ich auch mal schauen, wie das ist ohne Varioton. Jetzt habe ich aber langsam einfach genug davon und nicht mehr mögen. Hier musste ich jetzt noch ein bisschen Richtung Westen ausholen, sonst hätte ich beim Delsberger Becken gerade eine grosse Querung gehabt. Und eigentlich konnte ich dort eine super Krete nachfliegen, aber ich hatte Sinken. Als ich schon fast unter Kretenhöhe wäre gesunken und schon gedacht habe, ich könnte den Varioton etwa gleich nicht mehr ausprobieren, ist es dann gleich mal noch gestiegen. Wenn du jetzt hier aber mal die Steigwerte anschaust, siehst du, dass die extrem schwanken. Und dermassen unruhig war der Schlauch auch nicht. Das Piepsen war natürlich auch so schwankend. Es hat also schon ein bisschen geholfen, aber so richtig zuverlässig war es dann gleich nicht. Am Ende dieser Krete konnte ich dann nochmal tiptop aufdrehen, sodass ich dann genug Höhe hatte für die Querung am Montmelon westlich von Delémont. Als ich dort ankam, war der Montmelon zwar gerade noch in der Sonne, aber hohe Wolken haben von Westen her plötzlich alles abschatten. Von dem her war klar, dass mein ursprünglicher Plan Richtung Chasseral zu fliegen keine Option mehr ist. Dort hinten war nämlich alles im Schatten. Also, Planwechsel, fliegen wir jetzt halt in den Osten. Als ich dann Richtung Osten weitergeflogen bin, habe ich dann aber gemerkt, dass die Wolken ziemlich schnell auch in Richtung Osten abschatten. Als ich an dieser Flanke ankam, war die dann schon komplett im Schatten. Zum Glück ist es hier etwas weiter draussen noch gestiegen, es hat sich aber irgendwie nicht so angefühlt, dass das thermisch, vermutlich ist das irgendeine Konvergenz gewesen. Jedenfalls ist es hier schwach, aber ziemlich grossflächig gestiegen. Irgendwann bin ich dann aber weitergeflogen, weil ich das Gefühl hatte, es sei weiter vorne vielleicht noch etwas stärker. Das hat dann aber nicht so recht funktioniert und wäre mir noch fast zum Verhängnis geworden. Mittlerweile ist nämlich alles weit und breit im Schatten gestanden. Jetzt ist es also gerade nur so ums Überleben gegangen. Ich bin also unbeschleunigt weitergeflogen, aber es war bretschruhige Luft. Wenn so nur mal ein Mühe gestiegen ist, habe ich mal ein Kreisli probiert. Weil schon ein No-Shifter wäre gut gewesen. Ich habe nämlich von Westen her langsam wieder die Sonne reinkommen.
Ich musste also einfach in der Luft bleiben, bis die Sonne wieder Thermik generiert. Und das hat dann zum Glück auch geklappt. Die Sonne ist langsam gekommen und ich war gerade noch knapp über die Kretenhöhe, wo die Thermik anlassen. Ein wunderbarer Schlauch hat ganz fein angefangen, ist aber schön zuverlässig rauf und immer wie stärker geworden, bis ich an der Basis oben war. Jetzt hat eigentlich alles wieder gut ausgesehen. Die Abschattung habe ich überlebt und mein Weg ist wunderbar in der Sonne gelegen. Irgendwie ist es dann einfach gleich nie rauf. Bis ich dann irgendwann auf Kretenhöhe unten war. Jetzt hat es dort aber so einen schönen Waldkessel gehabt. Gegen Süden ausgerichtet, schön in der Sonne. Und eigentlich haben wir ja auch Südwind an diesem Tag. Was ich aber nicht begriffen hatte, ist, dass die Flanke von Norden her überspült war. Erst als ich an der Waldkante geflogen und plötzlich ein starkes Sinken hatte, ist mir aufgefallen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dann war es schon zu spät. Später habe ich mir dann sagen, dass die Kreten häufig von Norden überspült sind. Eigentlich ist das so logisch. Ist ja das gleiche wie das alpine Pumpen. Von den äussersten Ketten zieht es eben die Luft in die Mitte des Jura. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen konnte, ist aus dem Wald raus flüchten auf einen einigermaßen gescheiten Landeplatz. Unterwegs hatte ich dann noch die Hoffnung, über diesen sonnigen Feldern eine Lehthermik zu verwutschen. Einen verzweifelten Kreis im Sinken habe ich noch gemacht, aber kurz darauf runter bin ich dann schon am Boden gestanden. Das geht alle brutal schnell. Immerhin war die Landung sauber und ich war einigermaßen in der Nähe von Delémont. Von dort gibt es ja immerhin Züge. Die Heimreise war dann aber noch etwas Spezielles. Die schnellste Verbindung von Delémont auf Olten ist über Basel. Und Basel ist ja eigentlich die Schweizer Stadt, die zum Gleitschirmfliegen mit Abstand am schlechtesten gelegen ist. Aber jetzt bin ich beim Heimfahren nach dem Fliegen tatsächlich mal über Basel gegangen. Und was das Fliegen ohne Varioton angeht, das werde ich sicher mal wieder probieren. Vielleicht nicht unbedingt im Streckenfliegen, eher mal beim lokalen Thermikfliegen an einem gemütlichen Tag. Man könnte auch mit Varioton starten und dann, wenn man hoch ist und sich sicher fühlt, den Ton abstellen und einfach mal ein bisschen die Eindrücke wirken. Einfach bis man nicht mehr mag. Ich glaube, das mache ich dann mal ein bisschen. Und du? Meinst du, willst du es so mal ausprobieren? Aber vielleicht ist ja jetzt auch gerade kein Flugwetter. Dann könntest du noch das Video reinziehen. Das geht um das Fliegen in den hinteren Juraketten, die ich da gerade entdeckt habe und immer noch weiter am Entdecken bin. Und auf diesem Video hier hätten wir noch das Gegenteil, die Hassliebe zum Flachlandfliegen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann wäre das natürlich auch höchste Zeit, oder? Gut, mehr habe ich gerade nicht mehr für den Moment. Dann bis zum nächsten Mal. Adieu!